Hi und willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das sich auch weiterhin im Kanzleramt gleich neben dem Büro von Angela Merkel befindet. Weswegen hier am Tisch auch gerade Angela Merkel sitzt, die eigentlich aktuell wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz hat, aber das dumme Gelaber von denen einfach nicht mehr ertragen konnte. Und deshalb macht sie hier gerade bei mir eine Raucherpause und spielt ein paar Runden Angry Laschet auf ihrem Handy. Wie bitte? Ach so, du spielst gerade eine Runde Hau den Söder, beliebteste App in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die Folgen einer Covid-19-Erkrankung namens Long-Covid. Als Covid-19 Anfang 2020 uns hier in Europa traf, konnte niemand erahnen, was dieses Scheißvirus alles anrichten würde. Vor allem wusste damals keine Regierung, wie man am besten auf diese Gefahr reagieren sollte. Und während wir und viele andere Staaten uns dazu entschieden, den Laden dicht zu machen, um so das Virus auszuhungern, wählten Länder wie Schweden und Großbritannien eine gänzlich andere Strategie, um sich mit der sogenannten Herdenimmunität dem Virus zu widersetzen. Unsere Strategie ist es, alte und kranke Menschen zu schützen. Das sind die Gruppen, die diesen Schutz brauchen. Ein Nebenprodukt davon ist, was aber nicht beabsichtigt ist, dass wir so nach und nach eine gewisse Herdenimmunität bekommen. Das heißt, dass möglichst viele Menschen nach einem milden Krankheitsverlauf immun gegen das Virus werden. Restaurants, Cafés und Geschäfte bleiben aber weiter geöffnet. Die Schweden setzen auf Freiwilligkeit und Einsicht. Also genau die Dinge, auf die man niemals in einer weltweiten Pandemie setzen sollte. Freiwilligkeit und Einsicht der Menschen. Genau deshalb ist auch Negan bei The Walking Dead gescheitert, weil er versuchte, die Zombies mit in die Verantwortung beim Kampf gegen die Zombies einzubeziehen. Nur konnte er es nicht wissen, aber die Zombies sind fast durch die Bank weg nur ehemalige Querdenker oder Reichsbürger. Dabei ist die Idee einer Herdenimmunität an sich gar keine falsche Idee. Gerade weil man zu Beginn der Corona-Krise keinen Impfstoff gegen das Virus hatte, war es am einfachsten darauf zu hoffen, dass möglichst viele Menschen sich mit Covid-19 infizieren, während man die Alten und Kranken versuchte zu isolieren und damit zu schützen. Und da es dann meistens junge und vor allem gesunde Menschen sind, die erkranken, haben diese auch eine viel höhere Chance, die Infektion zu überleben und gegen das Virus Antikörper zu bilden. Soweit so gut und soweit so falsch. Denn Covid-19 ist nicht einfach nur ein Scheißvirus, sondern sogar das angesehene International Committee on Taxonomy of Viruses, das für die Einordnung sämtlicher Viren in die Virustaxonomie verantwortlich ist, hat sich dazu entschieden, Covid-19 ein eigenes weiteres Merkmal zuzugestehen, nämlich die des Motherfuckers. Denn sich mit Covid-19 anzustecken, heißt nur mit vielleicht Glück einen leichten Verlauf durchzumachen, sondern kann auch so aussehen wie dann auf vielen deutschen Intensivstationen. Der Mann, der hier liegt, ist unter 60. Seine Lungen und sein Kreislauf haben versagt. Die hohe Sterblichkeit der Patienten setzt allen intim zu. Das ist ihre Normalität seit einem Jahr. Dann hat man schon irgendwo das Gefühl, es war alles umsonst, auch wenn es das nicht war. Ne? Weil es war ja schon der berechtigte Versuch, jemanden zu retten. Ne? Und das muss man auch bis zum Ende versuchen. Ob der Mann es schaffen wird, weiß niemand. Das Durchschnittsalter auf der Station liegt bei 55. Die Patienten werden mehr und sie werden jünger. Und ich kann nur hoffen, dass sich in der Zukunft mehr Jugendliche Poster von Ärztinnen, Krankenschwestern und Altenpflegern ins Zimmer hängen, als von der Loser-Gruppe um Batman und die Justice League. Denn die habe ich nicht auf dem Krankenhausdach gegen Covid-19 kämpfen sehen. Eher haben sich alle bei Batman in der Betthöhle versteckt, wo Tausende von Fledermäusen leben und überall hinkacken. War bestimmt die Idee von Superman, weil der immun ist. Aber nur klatschen reicht hier eben nicht aus. Er sollte mal Papastaat tief ins Portemonnaie greifen und diesen Menschen, die jeden verfickten Tag direkt an der Front kämpfen, etwas mehr geben als nur die 1 bis 1.500 Euro. Wenn uns die Lufthansa 9 Milliarden wert war, dann sollten uns diese Menschen um die 9 Trillionen wert sein, oder? Natürlich konnte niemand vorher wissen, wie schwer die Erkrankung an Covid-19 sein kann. Zumindest jeder, der kein Internet besitzt. Denn allein die Bilder vom chinesischen Arzt Li Wenliang, der als erster von Covid-19 berichtete und deswegen drangsaliert wurde von der chinesischen Regierung,
hätte jedem Verantwortlichen in Großbritannien und Schweden ein warnendes Beispiel sein müssen. Nämlich nicht die Tore aufzumachen, um das Virus auf die eigene Bevölkerung losgehen zu lassen. Dementsprechend hatte diese Entscheidung für Großbritannien und Schweden katastrophale Folgen. Und zwar so große, dass Großbritannien seine Strategie der offenen Tür binnen von nur 2 Monaten zu einer zugenagelten Tür wechselte. Das aber erst nach Tausenden im Nachhinein sinnlosen Toten. Man kann von unserem Lockdown halten, was man will, aber die beste Chance bei einem Virus, gegen das es kein Mittel gibt, zu bestehen, ist es, sich zu verbarrikadieren und zu verstecken. Denn bei so einer Krise gelten die gleichen Regeln wie bei einem Erstkontakt mit Michael Myers. Zum einen muss jeglicher Sex eingestellt werden, gerade wenn Michael Myers im Vorgarten steht und durchs Fenster zuschaut, dieser Perversling. Michael, hör endlich auf, die Menschen beim Sex zu beobachten. Kein Wunder, dass du noch heute in den Filmen mitspielen musst, um deine ganzen Strafen wegen dem Spannern zu bezahlen. Los, such lieber ein paar freilaufende Cheerleader. Geht doch. Nur leider sollten diese Cheerleader bedenken, dass vor Michael wegrennen sowohl im Haus als auch draußen nichts bringt, weil Michael Myers, der alte Cheater, teleportieren kann. Aber solange er da draußen ist, ist im Haus selber sich zu verbarrikadieren die beste Lösung. Auch wenn das leider dann den sicheren Tod der Nachbarn bedeutet, die diese Sicherheitshinweise in ihrem E-Mail-Spam-Ordner verschoben hatten. Das Boshafte an Covid-19 ist nicht nur die Erkrankung selber, sondern sind vor allem auch die Langzeitschäden, die dadurch entstehen können und Long-Covid genannt werden. Chiara Köhler kann nach ihrer Covid-Erkrankung zunächst wieder Sport machen. Doch Anfang des Winters kommen die Beschwerden wieder. Selbst Treppensteigen fällt der Sportstudentin heute schwer. Das häufigste Symptom bei Long-Covid ist chronische Erschöpfung. Nach Schätzungen sind mehr als 25.000 Menschen allein in Deutschland von kaum erforschten Langzeitfolgen betroffen. Es sind die Jüngeren, es sind die Fitteren und es sind die eher eine leichte Covid-Erkrankung durchlebt haben. Und das ist mehr als schrecklich. Wir reden hier, wie gesagt, nicht von Einzelfällen, sondern einer britischen Studie aus dem Oktober 2020 nach, hatten 4 Monate nach einer Covid-19-Infektion fast 70% der Genesenen mindestens eine Organschädigung, während bei einem Viertel sogar mehrere Organe betroffen waren. Und das eben nicht nur bei den alten und kranken Menschen, sondern bei einem Altersdurchschnitt von nur 44 Jahren. Zudem hatten von den Betroffenen nicht einmal ein Fünftel einen schweren Verlauf durchgemacht, wo man solche Spätfolgen hätte erwarten können. Ferner deuten Studien bereits darauf hin, dass dieses verfickte Virus auch noch fast genauso misogyn ist wie Jens Spahn. Denn Long-Covid, wie bei Chiara Köhler gerade gesehen, tritt häufiger bei Frauen auf als bei Männern. Und als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, erlebten viele Betroffene vor allem am Anfang auch das hier. Long-Covid ist ein neues Syndrom. Betroffene stoßen bei ihren Ärzten immer wieder auf Ratlosigkeit. Denn die Medizin kann ihre Beschwerden noch nicht erklären. Oder, auch das erleben viele, die Beschwerden werden nicht ernst genommen. Vor allem in der ersten Welle vermissten Betroffene offizielle Informationen und Support. Selbsthilfegruppen auf Facebook füllten diese Lücke. Bis heute. Und niemand sollte je so verzweifelt sein, um bei Facebook-Gruppen Rat zu holen. Die einzige Gruppe, bei der man sich jedoch auf Facebook Rat holen darf, ist die Gruppe, die sich der Frage stellt, wie scheiße eigentlich Jens Spahn ist. Kann man ihn auf einer Skala einschätzen, die von Jens Spahn ist scheiße bis zu Jens Spahn ist scheiße reicht. Long-Covid wird uns leider noch lange nach Covid-19 beschäftigen. Und wie gesagt, es betrifft eben nicht nur die Alten, sondern vor allem die jungen Menschen. Also viele von denen, die sich schon im ersten Lockdown einen Dreck um die Maßnahmen kümmerten, weil sie ja jung und gesund sind und nicht so eine kleine Covid-Sache ihnen etwas anhaben kann. Und wie beim grünen Ketchup von Heinz kann man nicht weiter daneben liegen mit dieser Annahme. Also nicht mit dem grünen Ketchup, denn wenn ich grünen Ketchup will, dann stelle ich meine Heinz-Ketchup-Flasche 3 Monate auf die Heizung, sondern der nicht existierenden Unverwundbarkeit in der Jugend. Und umso erschreckender ist es immer noch, wenn sich Querdenker und Co. versammeln, um dann eng kuschelnd
wieder einmal zu demonstrieren. Der Kar-Samstag in Stuttgart. Rund 15.000 Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren, häufig ohne Maske und ohne Abstände einzuhalten, obwohl das Auflagen der Genehmigungsbehörde waren. Und das ist etwas, das ich auch nicht verstehen kann. Wie man eine Demonstration gegen sämtliche Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 immer noch zulassen kann, von der man weiß, dass sich dort niemand an simple Dinge wie Sicherheitsabstände halten wird oder gar eine Maske trägt. Obwohl die viele echt nötig hätten bei den Ruinen, die sie da als Gesichter haben. Und lassen wir einmal die Kirche im Dorf. Es gibt keine Corona-Diktatur. Angela Merkel ist vermutlich die letzte, die auch nur ansatzweise Bock darauf hat, auch nur einen Tag mehr als nötig, dieses Land zu regieren. Schon am ersten Tag nach der letzten Bundestagswahl 2017 hat sie die Tage gezählt, bis sie diesen Scheiß hier endlich los ist. Und wie man hier sehen kann, hatte sie schon damals ihre Tasche gepackt. Vorbildlich, falls Jens Spahn und oder Horst Seehofer damals einen Staatsstreich gemacht hätten. Aber was wir dringend machen müssen, ist es im Bereich Long-Covid mehr zu tun. Damit Menschen, die sich auf einmal nach einer Covid-19-Infektion wie aus dem Leben gerissen fühlen, nicht in verfickten Facebook-Gruppen Hilfe suchen, sondern bei Menschen, die sich damit auskennen. Nämlich liebenswerte Late-Night-Hosts wie mich. Und natürlich ebenso bei Ärzten, auch wenn die nicht ganz so liebenswürdig sind, wie ich es bin. Wir haben heute sowohl noch einmal über Covid-19 geredet, als auch über die Folgeschäden, die eine Covid-19-Infektion mit sich bringen kann. Und das ist jetzt hier kein geheimes Hinterzimmerwissen oder Elitenintellekt, Trademark beantragt, sondern jeder kann das jederzeit auch einmal selber googeln. Und wie ich dann einmal erbrechen. Denn Long-Covid ist so eine Scheißgefahr für die Menschen, lange nachdem wir Covid-19 besiegt haben. Wobei das Erbrechen auch ein Folgeschaden sein kann. Also nicht nur von einer Covid-19-Infektion, sondern vom Anschauen einer jeden Querdenker-Demo. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.